Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und ihr habt vielleicht schon mein Erstflugvideo von der DJI Mini 4K gesehen. Das hier ist das Folgevideo. Heute gibt's ein kleines Tipps- und Tricks-Video für Anfänger, für Einsteiger, welche vielleicht das erste Mal diese Drohne bewegen. Ich habe Einstellungen für euch, ein paar Tipps und Tricks, was ihr vielleicht umstellen solltet, damit ihr das volle Potenzial aus der Drohne rausholen könnt. Bringen wir das Ganze mal in die Luft und los geht's. Wie ihr sehen könnt, ich habe die Bildschirmaufnahme gestartet. Ihr dürftet jetzt also das Bild von meinem Controller sehen. Ich fliege jetzt erstmal ein bisschen weiter nach hinten, dass wir den Ton von der Drohne nicht unbedingt hier auf dem Mikrofon haben. Und dann zeige ich euch mal ein paar Einstellungen, welche ihr so machen solltet, beziehungsweise welche ich hier umstellen würde, um wirklich alles aus der Drohne rauszuholen. Oben rechts findet ihr das Einstellungsmenü. Unter den 3 Punkten beginnen wir unter dem Menüpunkt Sicherheit. Ihr seht, ihr könnt hier unter Flugsicherheit die maximale Flughöhe einstellen. Dies begrenzt auf 120 Meter, eben wegen der Kategorie von der Drohne. Ihr könnt das Ganze aber auch nach unten setzen. Also ihr könntet das jetzt hier auf 45 Meter setzen oder so. Ich habe das Ganze immer auf 120 Meter. Das ist die gesetzliche Obergrenze und da habt ihr einfach ein bisschen Luft, um euch zu bewegen. Auch bei der maximalen Flugdistanz könntet ihr hier eine Distanz einstellen, eine Begrenzung. Ich lasse das Ganze aber auf keiner Limitierung, denn ich möchte mich wirklich frei bewegen. Natürlich müsst ihr beachten, ihr müsst die Drohne immer im Sichtfeld haben. Die Drohne hat ja eine automatische Rückkehrfunktion. Das heißt, wenn sie die Verbindung zur Fernbedienung verlieren sollte, dann kommt sie automatisch zum Startpunkt zurück. Da sind ein paar Details wichtig. Erstens, ihr solltet, wenn es nicht automatisch geschehen ist, den Startpunkt aktualisieren. Das heißt, da wo ihr gestartet seid, solltet ihr einen Startpunkt hinlegen, damit die Drohne auch weiß, wohin sie zurückkommen muss. Unter der automatischen Rückkehrhöhe könnt ihr dann eben einstellen, auf welcher Höhe sie zurückfliegen soll. Das heißt, wenn sie die Verbindung verliert, begibt sie sich auf diese Höhe, fliegt dann den direkten Weg zurück zum Startpunkt und landet da wieder. Ihr solltet den Punkt vielleicht schon relativ hoch setzen, damit sie eben über Bäume oder sonstiges fliegen kann, wenn da was im Weg wäre, damit sie da nicht irgendwo auf dem Rückweg dagegen fliegt. Unter Sensoren könnt ihr dann noch den Kompass und die IMU kalibrieren. Das zeige ich euch jetzt nicht. Da werdet ihr normalerweise aufgefordert, wenn es dazu kommen sollte. Unter Akkuinfo könnt ihr den Akkuzellenstatus abfragen. Also habt ihr da die Spannung, die Akkutemperatur, die Seriennummer und die Anzahl der Akkuladezyklen. Das ist beim Verkauf vielleicht wichtig. Da wird euch vielleicht ein Käufer fragen, wie viele Ladezyklen hat das Ganze gesehen. Dann könnt ihr das hier abfragen. Falls die Drohne irgendwo mal abstürzen sollte, dann könnt ihr unter meine Drohne finden, die letzte Position der Drohne sehen und ihr könnt die Drohne blinken und piepen lassen. Das heißt, ihr könnt die im Gebüsch vielleicht noch orten, weil wenn das kleine Ding irgendwo mal im Gebüsch liegt, wird es wirklich schon schwierig, die wieder zu finden. Unter erweiterte Sicherheitseinstellungen habt ihr die Möglichkeit, und das ist wichtig umzustellen, das Verhalten bei Signalverlust. Ihr könnt hier wählen zwischen Rückkehr, Sinkflug und Schwebeflug. Und das ist sehr wichtig. Wenn ihr jetzt so wie hier startet, dann sollte sie bei Signalverlust natürlich zurückkommen. Wenn ihr aber zum Beispiel auf einem Boot, auf einem See startet und ihr bewegt das Boot, dann ist ja euer Startpunkt komplett woanders. Da solltet ihr dann die Drohne vielleicht auf den Schwebeflug stellen, denn bei der Rückkehr wird sie vielleicht vermutlich irgendwo im See landen. Beim Sinkflug, wenn sie sich über dem See befindet, wird sie auch im See landen. Das heißt, Schwebeflug, da bleibt sie einfach stehen und dann habt ihr die Möglichkeit, euch näher zur Drohne zu bewegen und da wieder vielleicht in Empfangsreichweite zu kommen. Natürlich macht es alles in verschiedenen Szenarien ein bisschen Sinn. Ein Schwebeflug bringt euch am Meer zum Beispiel nichts. Wenn das Ding rausfliegt, da keinen Empfang mehr hat, dann könnt ihr da nicht rausschwimmen und die wiederholen. Das solltet ihr dann also wirklich die Rückkehr einstellen. Ihr müsst euch da also wirklich Gedanken drüber machen, wie sich die Drohne da verhalten soll. Wie gesagt, unter den erweiterten Sicherheitseinstellungen könnt ihr das einstellen. Dann kommen wir ins nächste Menü und zwar die Steuerung. Es kann sein, dass die Drohne vielleicht eingestellt ist, dass die euch die Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde anzeigt. Und damit könnt ihr vielleicht nicht genau was anfangen. Deswegen habt ihr hier unter Einheiten die Möglichkeit, von metrisch Meter auf metrisch Kilometer einzustellen. Ihr könnt unter Anzeigezoom die ganze Anzeige noch ein bisschen vergrößern, wenn ihr das ein bisschen schlechter ablesen könnt oder so. Unter Gain und Expo Feinabstimmung könnt ihr die einzelnen Flugmodi noch so ein bisschen tunen. Das heißt, ihr könnt hier eine Empfindlichkeit umstellen und so weiter, die Expo-Settings, die Neigeempfindlichkeit und so weiter. Ihr könnt da einfach noch ein paar Einstellungen zur Steuerung vornehmen. Weiter unten findet ihr dann noch den Gimbal-Modus. Jetzt habt ihr hier den Folgemodus. Ich zeige es euch mal. Wenn ihr eine Kurve fliegt oder so, dann versucht die Drohne natürlich immer das Bild waagerecht zu halten. Wenn ihr das Ganze auf den FPV-Modus stellt, dann werdet ihr es jetzt hier sehen.
das Bild neigt sich dann. Das Ganze soll hier so ein bisschen eine FPV-Drohne simulieren, beziehungsweise eben die FPV-Drohnenansicht, wo sich der Gimbal dann auch in Schräglage befinden kann. Meiner Meinung nach ist die Drohne dafür jetzt eher geeignet, natürlich schöne Aufnahmen zu machen, wo vielleicht auch der Horizont gerade ist. Deswegen bewege ich das Ganze immer im Folgemodus. Ein wichtiger Punkt auch, der war, ihr habt es vielleicht im ersten Video schon gesehen, nicht aktiviert bei mir, ist die Gimbal-Rotation aufwärts erlauben. Das heißt, ihr könnt den Gimbal über das Rädchen an der Fernsteuerung auch nach oben bewegen. Das gibt natürlich ein paar schönere Ansichten so, vor allem wenn sich die Drohne eben unter euch befindet, dann könnt ihr da ein bisschen nach oben schwenken. Das findet ihr also unter Steuerung, eben unter Gimbal Rotation aufwärts erlauben. Ihr habt hier auch noch die Gimbal Kalibrierung. Das heißt, falls ihr vielleicht feststellen solltet, dass euer Bild immer leicht schräg angezeigt wird, dann könnt ihr hier mal euren Gimbal kalibrieren. Das sollte den dann wieder gut ausrichten und euer Bild wieder, ja, gerade erscheinen lassen. Unter Fernsteuerung habt ihr dann noch die Möglichkeit, Mobilgerät laden zu aktivieren. Das heißt, euer Smartphone wird über den Controller geladen. Das braucht natürlich dann auch mehr Akku vom Controller. Könnt ihr aktivieren, deaktivieren, so wie ihr es halt haben wollt. Steuerknüppel Modus 2. Modus 2 ist der Standardmodus, den würde ich an eurer Stelle auch so belassen. Ihr habt hier dann noch die Möglichkeit, die Tastenbelegung zu ändern. Das heißt, ihr könnt hier die FN-Taste, welche sich hier auf der Fernbedienung befindet, neu belegen. Mit Drücken, zweimal drücken und Drücken mit Einstellrad habt ihr hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Ganz unten findet ihr dann auch noch Flugtutorial. Das könnt ihr da durchführen, wenn ihr ganz neu da drin seid. Ansonsten war es das auch schon in der Steuerungseinstellung. Im Kameramenü habt ihr hier dann jetzt die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen vorzunehmen. Flimmeranpassung ist sowas. Wenn ihr künstliches Licht habt, dann kann es da zu Flackern kommen. Jetzt werdet ihr die Drohne im Idealfall draußen bewegen. Da könnt ihr das Ganze mehr oder weniger ignorieren, weil ihr eben kein künstliches Licht habt, außer ihr nehmt vielleicht mal irgendwie ein Konzert auf oder so. Da könnt ihr das Ganze auf automatisch 50 Hertz oder 60 Hertz stellen oder eben auch auf aus. Als Belichtungshilfe könnt ihr hier das Histogramm aktivieren. Das habt ihr dann auf dem Bildschirm und ihr könnt es auch durch Touch and Drag mehr oder weniger frei auf dem Bildschirm bewegen. Das heißt, ihr könnt euch das irgendwo hinschieben, wo euch das Ganze eben nicht stört. Das Ganze könnt ihr auch wieder deaktivieren. Ihr könnt auch eine Überbelichtungswarnung aktivieren. Dann habt ihr, wie ihr hier sehen könnt, Zebras im Himmel. Die Zebras zeigen euch, wenn was überbelichtet ist. Das heißt, der Himmel wird jetzt wahrscheinlich komplett fast weiß erscheinen, zumindest hier in dem Bereich, wo die Wolken ein bisschen dünner sind. Die Zebras weisen euch da einfach darauf hin, dass es da überbelichtet ist. Da könnt ihr eure Belichtung einfach noch ein bisschen mehr anpassen. Wenn ihr die aktiviert habt und ihr wisst nicht, was damit anzufangen ist, dann könnt ihr die im Kameramenü auch wieder deaktivieren. Ihr seht hier bei mir, ich habe Gitterlinien aktiviert und zwar alle 3. Das heißt, man kann einfach schöner das Bild ausrichten, das Bild ein bisschen besser komponieren. Ihr habt da einfach ein paar hilfreiche Linien drin, wo ihr das Ganze perfekt ausrichten könnt an einen Horizont oder vielleicht an einen Laternenmast oder sonst irgendwie was. Hilfsrahmen könnt ihr euch dann noch aktivieren. Da habt ihr Hilfsrahmen für verschiedene Formate. Gerade wenn ihr das nachher in ein anderes Format bringen wollt, könnt ihr euch den da anzeigen lassen. Unter Weißabgleich habt ihr dann die Möglichkeit, den Weißabgleich entweder auf Auto zu stellen oder eben manuell einzugeben. Da kommt ihr nachher aber auch übers Pro-Menü drüber. Da kommen wir gleich noch dazu. Unter Speicherort haben wir die Speicherkarte. Ihr könnt die hier formatieren und wenn ihr eine neue Speicherkarte habt, dann würde ich euch das auch nahelegen, die Speicherkarte erstmal in der Drohne zu formatieren, weil dann wird sie einfach in das Format gebracht, welches ihr auch wirklich in der Drohne braucht. Das verhindert einfach ein paar Probleme. Ansonsten war es das in den Kameraeinstellungen erstmal soweit. Klar, ihr könnt hier noch ein bisschen was umstellen, aber das ist erstmal für mich jetzt nicht so wichtig und für euch vielleicht auch nicht. Unter Info könnt ihr dann noch einen Namen und so für die Drohne vergeben, die Firmware überprüfen, die FlySafe-Datenbank aktualisieren oder eben auch alle Einstellungen zurücksetzen bzw. alle Daten löschen. So, und dann sind wir wieder im normalen Flugmenü und wie ich es gerade schon erwähnt habe, ihr könnt ja den Weißabgleich einstellen. Ihr könnt aber, ihr seht es hier unten rechts, wir befinden uns im Automodus, ihr könnt das Ganze natürlich auch noch von Hand alles eingeben. Das heißt, wenn ihr auf Auto klickt, dann habt ihr hier die Möglichkeit, ihr seht es hier schon, wir haben hier Verschlusszeit ISO. Wenn ihr da drauf geht, könnt ihr das Ganze von Hand verstellen. Wir können also die ISO noch hochziehen. Ihr seht, das Bild wird dann sehr krass überbelichtet. Das heißt, wir können auch die Verschlusszeit ein bisschen verkürzen, um die Belichtung da wieder anzupassen. Wir haben auch unten so einen kleinen Belichtungsmesser, der zeigt euch grob an, wie das Bild belichtet ist. Ihr könnt hier auch auf diese kleinen Einstellungsbalken gehen und seht hier, Weißabgleich steht gerade auf Auto. Dort könnt ihr den Weißabgleich dann auch manuell festlegen. Also ob ihr vielleicht ein kühleres Bild haben wollt oder auch ein wärmeres Bild oder das Ganze eben wieder auf Auto lassen wollt. Mein Tipp
Tipp an euch, wir befinden uns hier gerade im Filmmodus. Und beim Filmen ist es einfach so, die Drohne im Automodus passt die Belichtung auch während der Aufnahme an. Das heißt, wir machen hier jetzt einfach mal ein Video, wir schwenken die Drohne und ihr seht, das Bild wird angepasst. Das heißt, es wird, wenn es eben dunkler ist, ein bisschen in der Helligkeit hochgezogen. So wie hier jetzt zum Beispiel. Ich gehe hier rein und die Schatten werden wieder angehoben. Das heißt, die Belichtungszeit wird angepasst. Das wollt ihr vielleicht nicht. Ihr wollt vielleicht eine gleichmäßige Belichtung. Deswegen solltet ihr dann hier eben diesen Pro-Modus nutzen, eine Verschlusszeit festlegen und dann seht ihr, wenn wir uns hier mal bewegen, dass da eben nichts angepasst wird und die Belichtung eben gleich bleibt. Das hilft euch für die Aufnahme einfach, dass sich da während der Aufnahme nichts mehr verändert und ihr später in der Bildbearbeitung das Ganze vielleicht noch anpassen wollt, dann könnt ihr das eben einfacher festlegen. Genauso verhält sich es eigentlich auch mit dem Weißabgleich. Den würde ich an eurer Stelle auch immer manuell festlegen, um das Ganze anzupassen, dass das sich während der Aufnahme eben nicht verändert. Wenn wir hier nochmal ins Aufnahmemenü gehen, dann sehen wir hier auch schon die Videoeinstellungen und dann seht ihr hier, unter 4K haben wir maximal 30 FPS. Wenn ihr auf 2,7K gehen, dann gehen wir hier schon hoch bis auf 60 FPS und auch bei 1080p habt ihr maximal 60 FPS. Wenn ihr also eine kleine Zeitlupe machen wollt, dann solltet ihr hier das Ganze auf 2,7K oder eben auf 1080p stellen. In 4K habt ihr da nur noch maximal 30 FPS zur Verfügung. Ihr könnt, wenn ihr euch dann mal für einen Quickshot entscheiden solltet, ihr habt da ja die Quickshot-Modis, dann könnt ihr hier einen Quickshot auswählen und unten wieder auf Res die Auflösung auswählen. Standardmäßig sollte die auf 1080p stehen. Ihr könnt es dann hier übers Menü natürlich steuern, ob ihr 2,7K oder 4K haben wollt. Da könnt ihr also die Auflösung für euren Quickshot selber auch noch festlegen. Im Fotomodus haben wir dann noch die Möglichkeit, das Format festzulegen, ob ihr JPEG und RAW haben wollt. Unter den Kameraeinstellungen findet ihr dann auch noch die Option fürs Bildformat, also ob ihr 4:3 oder 16:9 aufnehmen wollt. 16:9, das ist euer Videoformat. Ich würde euch empfehlen, das Ganze auf 4:3 aufzunehmen, denn ihr habt einfach oben und unten noch ein bisschen mehr Bildmaterial und ihr könnt es ja später immer noch zusammenschneiden, um das in ein Filmformat zu bringen, wenn ihr das unbedingt wollt. Euch fehlen die Informationen dann aber nicht. JPEG und RAW-Format, klar, JPEG ist einfach das JPEG fertig aus der Drohne. Im RAW-Format könnt ihr da einfach noch ein bisschen mehr Bearbeitung reinstecken. Wenn ihr also ein schönes Bild aufnehmen wollt, wo richtig toll dann nachher bearbeitet werden soll, macht es im RAW-Format. So, und dann habt ihr im Flugbildschirm noch ein paar Informationen. Ihr könnt oben, ihr seht es hier, 40% Akku, mal da drauf tippen. Dann seht ihr hier noch 9 Minuten 4 Sekunden bis zur Notlandung oder 11 Minuten 3 Sekunden, 11 Minuten 6 Sekunden, bis der Akku leer ist. Da sind euch einfach die Zeiten angegeben. Bei 8 Minuten 48 würde die Drohne jetzt automatisch landen. Ihr habt da also ein bisschen euren Akku im Blick. Ihr habt daneben natürlich auch noch die Zeit, wie lange ihr noch ungefähr fliegen könnt. Das ist natürlich davon abhängig, wie sich die Drohne bewegt. Ihr seht es hier, wenn ich die jetzt mal schnell bewege, dann geht hier auch gleich die Zeit direkt runter. Ihr habt da also weniger Flugzeit zur Verfügung, das ist natürlich klar. Wenn ihr nur schwebt oder sowas, dann habt ihr da einfach weniger Akkuverbrauch. Unter RC habt ihr dann noch die Möglichkeit, euer Fernsteuerungssignal zu sehen und auf dem Satellitensymbol habt ihr noch die Möglichkeit, euer Positionssignal und eure Satelliten zu sehen. Drohne braucht ja Satelliten, damit sie eben weiß, wo sie ist. Das Ganze findet ihr dann dort. So, und ansonsten war es das dann erstmal so von den groben Einstellungsmöglichkeiten. Gerade wenn ihr neu drin seid, könnt ihr das Ganze mal anpassen. Klar, JPEG RAW, da solltet ihr vielleicht wissen, wie man das Ganze bearbeitet. 4K-Aufnahme, euer Rechner sollte das natürlich dann auch bearbeiten können. Wichtig noch, wenn ihr Quickshots durchführen wollt, ihr müsst eine Speicherkarte in der Drohne haben. Diesen Menüpunkt seht ihr dann, ihr könnt es aber nicht nutzen, wenn ihr keine Speicherkarte drin habt. Das heißt, am besten immer eine Speicherkarte drin haben. Klar, ihr könnt auch Bilder hier direkt auf die Fernbedienung übertragen, aber die höchste Qualität habt ihr sowieso immer, wenn ihr das Ganze auf der Speicherkarte abspeichert. Und dann war es das jetzt auch schon von mir. Ich hoffe, das Video hat euch so ein bisschen gefallen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zur Drohne habt, dann könnt ihr mir die gerne in die Kommentare stellen. Dann versuche ich die zu beantworten. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, wenn es so war. Abonniert den Kanal für weitere Videos und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.